Guten Tag an alle. Ich bin Peter und ihr hört Wow Spoken German. Adele, weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Ich habe ein Formular auf Englisch ausgefüllt und da gab es eine Frage: Beschreiben Sie Ihre Persönlichkeit in 3 Wörtern. Ich habe so lange nachgedacht, dass ich das Formular fast nicht fertiggestellt habe. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Ich bin Adele und das ist Wow Spoken German. Peter, das kenne ich so gut. Es ist gar nicht so einfach, oder? Man kennt sich selbst sehr gut, aber die richtigen Worte zu finden, das ist eine andere Geschichte. Das passiert mir auch manchmal. Genau. Und dann habe ich gedacht, wir sollten das auf Deutsch üben. Denn unsere Zuhörer lernen Deutsch und das Thema Persönlichkeit ist so wichtig im Alltag. Man stellt sich vor, man macht Bewerbungen, man trifft neue Freunde. Da braucht man diese Wörter wirklich. Was denkst du, Adele? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Oh, eine sehr persönliche Frage. Also ich würde sagen, ich bin neugierig. Also ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Jeden Tag möchte ich etwas Neues entdecken. Das ist wirklich ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Wenn ich in eine Stadt fahre, die ich noch nicht kenne, dann muss ich alle Gassen erkunden. Ich kann nicht einfach im Hotel sitzen. Und du, Peter, wie würdest du dich beschreiben? Also, ich würde sagen, ich bin sehr gesellig. Ich liebe Menschen. Ich spreche gerne mit jemandem. Ich lerne gerne neue Menschen kennen. Auf Partys bin ich der Erste, der ein Gespräch beginnt. Ohne Menschen um mich herum fühle ich mich nicht wohl. Introvertierte Menschen bewundere ich sehr, aber ich selbst bin definitiv extrovertiert. Interessant. Da haben wir gleich 2 wichtige Wörter, introvertiert und extrovertiert. Das sind Wörter, die aus dem Lateinischen kommen, aber auf Deutsch sehr häufig benutzt werden. Liebe Zuhörer, seid ihr eher introvertiert oder extrovertiert? Das ist keine Wertung, beides ist wunderbar. Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Genau, das ist so wichtig zu sagen. Introvertiert bedeutet nicht schüchtern. Es bedeutet nur, dass man Energie aus der Ruhe zieht. Ein introvertierter Mensch braucht manchmal Zeit für sich allein, um wieder Kraft zu schöpfen. Das ist völlig normal und gesund. Aber sag mir, Adele, was bedeutet das Wort neugierig genau? Viele unserer Zuhörer lernen gerade erst Deutsch. Gute Frage. Neugierig bedeutet, dass man immer mehr wissen möchte. Man stellt viele Fragen, man liest viele Bücher, man reist gerne, um neue Kulturen kennenzulernen. Ihr Lieben, kennt ihr das Gefühl? Wenn ihr etwas Neues seht und denkt, oh, ich möchte mehr darüber wissen, das ist Neugier. Und Neugier ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft für Sprachlerner. Wunderbar erklärt. Ich bin also gesellig und extrovertiert und du bist neugierig. Aber Persönlichkeit ist so viel mehr, oder? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen jemandem, der ruhig ist und jemandem, der schüchtern ist? Das verwechseln viele Menschen. Auch Deutsche verwechseln das manchmal. Das ist ein sehr guter Punkt, Peter. Ruhig bedeutet, dass man einfach nicht viel spricht. Aber das ist in Ordnung. Man ist zufrieden damit, still zu sein. Man genießt die Stille. Schüchtern ist etwas anderes. Schüchtern bedeutet, dass man gerne sprechen möchte, aber man traut sich nicht. Man hat Angst, was andere denken könnten. Kennt ihr den Unterschied jetzt, liebe Zuhörer? Ich finde das so interessant. Als ich jung war, war ich manchmal schüchtern. In der Schule wollte ich eine Frage stellen, aber ich hatte Angst. Und dann hat der Lehrer jemand anderen gefragt und die Antwort war genau das, was ich sagen wollte. Kennt ihr das, liebe Zuhörer? Schreibt uns in den Kommentaren. Wir sind sehr gespannt auf eure Erlebnisse. Haha, Peter, das ist so menschlich. Ich war als Kind auch manchmal schüchtern, aber weißt du, Persönlichkeit kann sich verändern. Man wächst, man lernt, man erlebt neue Dinge und man wird eine andere Person. Heute bin ich viel offener als früher, das finde ich sehr ermutigend. Das stimmt. Und das ist eine wichtige Botschaft für unsere Zuhörer. Ihr lernt gerade Deutsch. Das braucht Mut. Und Mut ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Würdest du sagen, dass unsere Zuhörer mutig sind, Adele? Absolut. Wer eine neue Sprache lernt, ist definitiv mutig. Das ist nicht einfach. Man macht Fehler, man klingt manchmal komisch, man versteht nicht immer alles, aber man macht weiter. Das ist Mut, das ist Ausdauer. Das sind wirklich tolle Eigenschaften. Ich möchte über Optimismus sprechen. Adele, bist du ein Optimist? Ich selbst würde sagen, ich bin definitiv ein Optimist. Ein Optimist denkt immer positiv. Wenn etwas schief geht, denke ich, das ist okay, es wird besser. Das Leben ist schön, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich würde sagen, ich bin ein realistischer Optimist. Das bedeutet, ich sehe die Welt, wie sie ist. Manchmal ist das Leben schwierig und das ist die Realität, aber ich glaube auch, dass wir Probleme lösen können. Ich bin nicht naiv, aber ich habe Hoffnung. Liebe Zuhörer, seid ihr Optimisten oder Realisten? Schreibt es uns in den Kommentaren. Gute Frage. Ihr Lieben, denkt kurz nach. Wenn ihr ein Problem habt, was denkt ihr zuerst? Oh nein, das ist schrecklich. Oder, okay, was kann ich jetzt tun? Das sagt viel über eure Persönlichkeit. Und jetzt, Adele, lasst uns über noch mehr Eigenschaften sprechen. Was ist mit Geduld? Geduld. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr bewundere. Ein geduldiger Mensch kann warten. Er wird nicht nervös, wenn Dinge Zeit brauchen. Ich habe zum Beispiel manchmal keine Geduld mit langsamen Computern. Peter, bist du geduldig?
Haha, mit Menschen bin ich sehr geduldig. Ich kann stundenlang zuhören. Ich werde nicht ungeduldig, wenn jemand eine lange Geschichte erzählt. Aber mit Technologie? Nein. Wenn mein Computer langsam ist, werde ich sofort unruhig. Das ist ein interessanter Punkt, oder? Man kann in manchen Situationen geduldig sein und in anderen überhaupt nicht. Genau. Persönlichkeit ist nicht schwarz oder weiß. Wir sind alle eine Mischung aus verschiedenen Eigenschaften. Zum Beispiel kann man sehr fleißig bei der Arbeit sein, aber zu Hause sehr faul. Kennt ihr das, liebe Zuhörer? Ihr müsst jetzt nicht rot werden. Das ist völlig normal. Ich bekenne es ehrlich, am Wochenende bin ich sehr faul, ich liege gerne auf dem Sofa und lese ein Buch oder schaue einen Film, aber das ist okay, man braucht auch Ruhe. Es ist wichtig, sich zu erholen. Und das sagt auch etwas über Persönlichkeit. Manche Menschen können nicht still sitzen, sie müssen immer aktiv sein, die nennt man manchmal rastlos. Richtig. Und dann gibt es Menschen, die sehr ordentlich sind und sie haben alles an seinem Platz. Der Schreibtisch ist immer sauber, die Kleidung ist immer gebügelt, die E-Mails sind nach Thema sortiert. Peter, bist du so ein Mensch? Adele, ich bitte dich, du warst doch schon mal in meinem Büro. Was denkst du, wenn du meinen Schreibtisch siehst? Haha, ich sage nur, ich habe dort einen Kaffeebecher gesehen, der schon sehr lange dort stand. Sehr, sehr lange. Aber Peter, das macht dich kreativ. Viele kreative Menschen sind nicht sehr ordentlich. Das ist sogar wissenschaftlich belegt, glaube ich. Das höre ich sehr gerne. Ja, ich bin kreativ und das kompensiert die Unordnung. So sage ich das ab heute. Liebe Zuhörer, wie ist das bei euch? Seid ihr ordentlich oder kreativ unordentlich? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles sehr gerne. Und jetzt möchte ich über eine sehr wichtige Eigenschaft sprechen. Empathie. Empathie bedeutet, dass man die Gefühle anderer Menschen verstehen kann. Man kann sich in andere hineinversetzen. Das ist eine sehr schöne und sehr wichtige menschliche Eigenschaft. Empathie ist wirklich wichtig. Ich glaube, empathische Menschen sind bessere Freunde, bessere Kollegen, bessere Partner. Wenn jemand traurig ist, fühlt ein empathischer Mensch mit. Er sagt nicht nur, das wird schon, sondern er fragt, wie geht es dir wirklich? Was brauchst du gerade? Das ist ein riesiger Unterschied. Schön gesagt, Peter. Und das Gegenteil von Empathie, das wäre vielleicht Gleichgültigkeit. Ein gleichgültiger Mensch interessiert sich nicht sehr für die Gefühle anderer. Das ist keine positive Eigenschaft, aber manche Menschen sind so. Oft liegt das an Erfahrungen aus der Vergangenheit. Man sollte solche Menschen nicht sofort verurteilen. Das stimmt. Persönlichkeit wird durch viele Dinge geformt. Die Familie, die Erziehung, die Erlebnisse, die Freunde. Ihr Lieben, denkt mal nach, was hat eure Persönlichkeit am meisten beeinflusst? Eine bestimmte Person, ein besonderes Erlebnis, eine lange Reise vielleicht? Für mich war es meine Großmutter. Sie war so weise und so geduldig, immer ruhig, immer freundlich, immer bereit zuzuhören. Ich habe so viel von ihr gelernt. Ich hoffe, ein bisschen von ihrer Ruhe und ihrer Weisheit ist auf mich übergegangen. Wer hat euch am meisten beeinflusst, liebe Zuhörer? Das würde uns wirklich interessieren. Das ist wunderschön, Adele. Für mich war es ein Lehrer in der Schule. Er hat immer gesagt, sei neugierig, stelle Fragen. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Fehler sind keine Katastrophe, Fehler sind Lernmöglichkeiten. Das hat mein Leben wirklich verändert. Ich war früher sehr ängstlich in der Schule und er hat mir geholfen, mutiger zu werden. Was für eine schöne Geschichte. Und das zeigt, Persönlichkeit ist nicht etwas, das man nicht verändern kann. Man kann wachsen, man kann lernen, man kann sich jeden Tag ein kleines bisschen verbessern. Das nennt man auf Deutsch manchmal die persönliche Entwicklung. Das ist eine sehr ermutigende Botschaft. Absolut. Und für unsere Zuhörer, ihr lernt Deutsch. Das ist schon ein Zeichen, dass ihr wachsen wollt. Ihr seid mutig, wissbegierig und fleißig. Das sind wirklich tolle Eigenschaften. Ihr sollt heute stolz auf euch sein. Ja, und jetzt möchte ich noch über Humor sprechen. Denn Humor ist auch ein Teil der Persönlichkeit. Manche Menschen sind sehr lustig, sie lachen viel und bringen andere zum Lachen. Andere Menschen sind ernster. Keine Eigenschaft ist besser oder schlechter. Sie sind einfach verschieden. Ich liebe Humor. Ich glaube, Lachen ist so wichtig für die Seele. Wenn ich einen schlechten Tag habe, hilft mir ein lustiger Film oder ein guter Witz. Adele, du hast auch einen guten Humor, oder? Ich hoffe es, ich lache sehr gerne. Aber weißt du, mein Humor ist manchmal etwas trocken. Das bedeutet, ich mache Witze, ohne selbst zu lachen. Die Menschen wissen manchmal nicht, ob ich einen Witz gemacht habe oder nicht. Peter, ist das schon mal passiert? Oh, sehr oft. Ich dachte manchmal, du bist wirklich ernst und dann habe ich gemerkt, das war ein Witz. Haha, aber das macht deinen Humor besonders. Liebe Zuhörer, welche Art von Humor mögt ihr? Alberne Witze? Oder eher trockenen Humor? Schreibt es uns. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Ich möchte noch eine letzte wichtige Eigenschaft ansprechen. Ehrlichkeit. Ein ehrlicher Mensch sagt die Wahrheit, auch wenn sie manchmal schwierig zu hören ist. Ehrlichkeit ist die Basis guter Beziehung. Ohne Ehrlichkeit gibt es kein echtes Vertrauen.
Da bin ich völlig einverstanden. Aber Ehrlichkeit muss auch mit Freundlichkeit kommen. Man kann ehrlich sein, ohne jemanden zu verletzen. Das nennt man dann taktvolle Ehrlichkeit. Das ist eine echte Kunst, die man üben muss. Sehr wahr. Und ich möchte noch eine Eigenschaft hinzufügen. Zuverlässigkeit. Ein zuverlässiger Mensch hält seine Versprechen. Wenn er sagt, ich bin um 3 Uhr da, dann ist er um 3 Uhr da. Nicht um 3:30, nicht um 5, um 3 Uhr. Das klingt einfach, aber es ist so wichtig. Oh, Zuverlässigkeit. Das ist ein Wort, das auf Englisch schwierig zu übersetzen ist. Es bedeutet so viel wie Verlässlichkeit oder Vertrauenswürdigkeit. Wenn man sagt, der Mensch ist zuverlässig, dann ist das ein sehr großes Kompliment. Liebe Zuhörer, habt ihr einen zuverlässigen Freund, dann seid dankbar. Absolut. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge, liebe Zuhörer. Wir haben so viele schöne deutsche Wörter gelernt. Neugierig, gesellig, geduldig, empathisch, mutig, ehrlich, kreativ, optimistisch, zuverlässig, introvertiert, extrovertiert. Das sind alles Eigenschaften, die euch beschreiben könnten. Bevor wir uns verabschieden, eure Aufgabe für heute ist es, 3 Wörter auf Deutsch zu finden, die eure Persönlichkeit beschreiben. 3 Wörter. Schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns sehr, mehr über euch zu erfahren. Denn ihr seid nicht nur unsere Zuhörer, ihr seid unsere wunderbare Community. Das stimmt. Und wenn ihr diese Folge hilfreich fandet, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal Wow Spoken German. So verpasst ihr keine einzige neue Folge. Es kommen noch so viele spannende Themen. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen vorschlagen möchtet, schreibt uns in den Kommentaren. Wir lesen wirklich alles und freuen uns über jede Nachricht. Ihr macht diesen Kanal zu etwas ganz Besonderem. Ohne euch wären wir nichts. Das ist so schön gesagt, Peter. Ihr Lieben, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ihr seid die mutigsten und fleißigsten Deutschlerner, die man sich wünschen kann. Bleibt neugierig, bleibt mutig und bleibt immer dran. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge bei Wow Spoken German. Passt auf euch auf. Tschüss, bis bald, ihr Lieben. Wir freuen uns schon jetzt auf euch.